Hallo meine Freunde, hola madridistas, es ist Spieltag und es ist kein gewöhnlicher Spieltag, es ist einer dieser besonderen Champions League Abende im Santiago Bernabéu, das bisher wichtigste Spiel in dieser Saison. Und natürlich wird es einen Live-Watch-Along geben für diejenigen, die das Video gestern verpasst haben. Ab 8:30 seid ihr alle herzlich eingeladen und wir feiern, hoffen, schwitzen und jubeln hoffentlich zusammen. Ja, ich bin gespannt. Heute in dem Video unterhalten wir uns aber nicht nur über das Spiel gegen Benfica Lissabon. Ich habe für euch brandneue Informationen aus Spanien. Real Madrid könnte die Tabellenführung am grünen Tisch zurückgewinnen. Was da los ist, erkläre ich euch natürlich in diesem Video. Ich war selber sehr, sehr überrascht. Danach unterhalten wir uns aber auch noch über andere Themen. Ein sehr schönes Thema, nämlich Arda Güler hat heute Geburtstag. Was da los ist, erzähle ich euch. Und auf der anderen Seite Hiobs Botschaft um Kylian Mbappé. Der Franzose fällt auf unbestimmte Zeit aus. Ja, wie ihr hört, gute Zeiten, schlechte Zeiten, alles in einem Video. Viel Spaß dabei. Ja, fangen wir dieses Video doch mit positiven Vibes an. Arda Güler feiert heute seinen 21. Geburtstag und ausgerechnet an dem wichtigsten Saisonspiel für Real Madrid. Vielleicht ist das ein gutes Omen, vielleicht beschenkt er sich selber und dem Madridismo heute mit einem Tor oder einem Assist. Aber egal, Hauptsache er beschenkt uns alle mit dem Weiterkommen von Real Madrid. Ich glaube, das wäre für ihn selber auch das größte Geschenk. Und wenn ich drüber nachdenke, kann ich immer noch nicht glauben, dass der Junge 21 gerade geworden ist. 21. Der hat seine ganze Fußballkarriere noch vor sich und ist jetzt schon Stammspieler bei Real Madrid. Vor einem Jahr habe ich gesagt, Arda Güler muss bei Real Madrid spielen. Andere Leute haben mich ausgelacht, haben gesagt, niemals, das war ein Hot Take etc. Inzwischen ist das normal, inzwischen sagen das alle. Und jetzt sage ich auch eine Sache, ein Jahr im Voraus. Dieser Junge ist für mich der beste Zehner der Welt. Auch wenn mich jetzt viele auslachen, in einem Jahr unterhalten wir uns wieder. Ich freue mich auf jeden Fall heute auf Arda Güler. Ja, warum freue ich mich auf Arda Güler? Natürlich, weil wir heute dieses wichtige Spiel haben. Ich zeige euch bisher die Ergebnisse der K.O.-Runde. Die ersten Mannschaften sind schon qualifiziert. Atletico Madrid setzt sich souverän durch. Mit 4:1 gegen Club Brügge steht also im Achtelfinale der Champions League. Bayer Leverkusen mit einem totlangweiligen 0:0 gegen Olympiakos Piräus. Kann Leverkusen aber egal sein. Die sind qualifiziert. Dann die Riesenüberraschung. Bodo Glimt schmeißt den Champions League Finalisten Inter Mailand aus der Champions League. Bodo Glimt gewinnt, nachdem sie vor ein paar Wochen im Wanda Metropolitano gewonnen haben, also bei Atletico Madrid, gewinnen sie auch bei Inter Mailand. Also herzlichen Glückwunsch Bodo Glimt, die Norweger schreiben Champions League Geschichte. Mal schauen, ob die so ein bisschen die Geschichte von Ajax Amsterdam vor so ein paar Jahren wiederholen können. Es macht auf jeden Fall Spaß, den Jungs zuzugucken. Und zu guter Letzt, Newcastle gewinnt gegen Karabakh 3:2. Da war nach dem Hinspiel aber schon alles gegessen. Ja, und heute sind dann die zweiten Spiele an. Das Spiel, was uns auf diesem Kanal am meisten interessiert, natürlich Real Madrid gegen Benfica Lissabon. Und ihr seht auch schon, welche Gegner jetzt auf die anderen Mannschaften warten. Wie ihr seht, Newcastle spielt entweder gegen Chelsea oder Barca, Atletico Madrid entweder gegen Liverpool oder Tottenham, Bodo Glimt entweder gegen Sporting oder Manchester City, Leverkusen gegen Arsenal oder gegen die Bayern. Ja, und sollten wir uns qualifizieren, auf uns wartet City oder Sporting. Und vor 3 Wochen hätte ich noch gesagt, wir spielen sowieso immer gegen Manchester City. Aber irgendwie habe ich so ein Gefühl, falls wir uns qualifizieren, das ist erstmal ein Riesenfalls, habe ich irgendwie das Gefühl, seit wir uns besser mit der UEFA verstehen etc., ich könnte mir vorstellen, dass Sporting auf uns wartet und die Fans in Lissabon wenig zeigen, dass Portugal an sich kein rassistisches Land ist. Habe ich so ein Gefühl, bin ich mal gespannt, ob ich dieses Gefühl alleine habe oder ob ihr das teilt. Ja, bevor wir jetzt aber weiter auf die Champions League eingehen, ja, wollte ich euch eine Riesenüberraschung, Riesenkracher aus der spanischen Liga zeigen. Denn gestern, laut Real Madrid Insidern, Social Media Seiten etc.,
ja, kam die Information, dass Real Madrid eventuell sich die Audios anhören möchte von dem Spiel Osasuna gegen Real Madrid. Ja, und was genau da los ist, habe ich gestern schon in einem Short zusammengefasst. Hören wir uns das zusammen einmal an. Schiedsrichterskandal beim Spiel Osasuna gegen Real Madrid. Holen sich die Königlichen die Tabellenführung am grünen Tisch zurück? Bevor ich dir erzähle, was passiert ist, sei so lieb und lass ein Follow da, dann verpasst du auch in Zukunft keine Videos mehr rund um Real Madrid. Ja, was ist passiert? Hört euch das mal an. De la discordia. Ja, man hört ganz klar, der Schiedsrichter pfeift die Situation wieder an. Courtois legt den Ball, spielt ihn auf Alaba und der Österreicher rennt noch ein paar Meter. Dann bricht der Schiedsrichter auf einmal das Spiel wieder ab und sagt, es war doch kein Abseits, das Tor zählt. Ja, wir alle wissen, sobald eine Entscheidung bestätigt wurde und das Spiel wieder läuft, darfst du die Entscheidung nicht mehr revidieren. Jetzt ist der entscheidende Punkt allerdings, was hat der VAR-Raum gesagt? Wenn der VAR-Schiedsrichter offiziell die Worte gesagt hat, check over, dann ist die Entscheidung getroffen. Das muss Real Madrid nun in den VAR-Räumen überprüfen. Sollte der Schiedsrichter das gesagt haben, sieht es gut aus für Real Madrid. Real Madrid könnte dann in Revision gehen und gegen diese Schiedsrichterentscheidung protestieren. Ich bin gespannt, wie du das Ganze siehst. Würdest du anstelle von Real Madrid diesen Protest einlegen? Ja, ihr habt es selber gehört. Es geht darum, ob der VAR-Raum und der Schiedsrichter einen technischen Fehler gemacht haben, einen Schiedsrichterfehler, den sie nicht hätten machen dürfen. Wie in dem Video erklärt, wenn der Schiedsrichter, VAR-Assistent, die Worte gesagt hat, check over, dann ist es vorbei. Auch wenn es kein Abseits war, darf der Schiedsrichter nicht nochmal sagen, stopp, 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 war doch ein Tor, es ist doch kein Abseits. Das ist ein technischer Fehler und Real Madrid sollte, müsste und würde wahrscheinlich dagegen angehen. Ja, und ich bin gespannt, was die Liga dann für eine Entscheidung treffen würde. Ob einfach das Tor nicht zählen würde, Real Madrid dann einen Punkt bekommen würde, ob das Spiel wiederholt werden müsste, die letzten 2-3 Minuten. Es gab alles schon in der Welt des Fußballs. Auf jeden Fall wollte ich euch diese Information teilen. Meine Meinung dazu, ich habe da ein geteiltes Herz. Real Madrid hat gegen Osasuna nicht verdient zu gewinnen. Madrid war scheiße, ganz einfach. Meiner Meinung nach wäre das gerechteste Ergebnis ein Unentschieden gewesen, weil Osasuna war auch nicht unbedingt die bessere Mannschaft. Und es fühlt sich ekelhaft an, bin ich ganz ehrlich, ja, so einen Punkt zu bekommen. Ich finde, man sollte die Punkte auf dem Platz sich holen. Aber auf der anderen Seite, als Madrid damals im Pokal rausgeflogen ist, weil sie Cherry-Chef eingewechselt haben, den haben sie nach 2 Minuten wieder rausgeholt, Madrid hatte klar gewonnen, also der Spieler hat keinen Unterschied gemacht, hat es keinen Menschen interessiert. Da haben alle Madrid ausgelacht. Und andere Mannschaften würden sich auch nicht dafür interessieren. Ja, die würden die Punkte mitnehmen. Ja, und deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, sollte da eine Chance bestehen, muss Florentino Perez im Sinne des Vereins handeln, muss sich die VAR-Wiederholungen anhören, sollte der Schiedsrichter gesagt haben, check over, sollte Real Madrid dagegen vorgehen. Das ist meine persönliche Meinung. Bin ich gespannt, wie ihr das seht. Lasst eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren. Es gibt da mit Sicherheit verschiedene Meinungen. Ja, jetzt konzentrieren wir uns aber wieder auf die Champions League. Ja, den Kader kann ich euch immer noch nicht zeigen. Real Madrid macht das, was sie so oft machen, nämlich den Kader erst im Laufe des Nachmittags zeigen. Weiß Gott, vielleicht wollen sie vor Benfica irgendwas verstecken, heutzutage, wo man eh nichts mehr verstecken kann. Ja, ich bin gespannt. Sobald da ein Kader kommt, seid ihr die Ersten, die es auf meinen Social-Media-Seiten erfahren. Allerdings können wir uns dann über die Pressekonferenz unterhalten und ich bin ganz ehrlich, da ging es null um Fußball. Ich glaube, jede einzelne Frage war auf dieses Cristiano gegen Vini-Thema gemünzt. Thibaut Courtois war der Auserwählte, Real Madrid hat das geschickt gemacht. Thibaut Courtois ist kommunikativ wohl einer der stärksten Spieler in der Kabine von Real Madrid. Der weiß ganz genau, was er wieso zu sagen hat. Er hat auch klar gemacht, dass was Cristiano, wobei er erwischt wurde, nämlich das Wort Maricón, er hat gesagt, das fand ich sehr, sehr lustig. Ja, überlegt mal, wenn er das gesagt hat, ohne dass er seinen Mund versteckt hat,
Was hat er dann erst gesagt, als er sich das Trikot vor den Mund geschoben hat? Und er hat auch gesagt, wir glauben Vini zu 100%. Vini hatte schon hunderte Diskussionen mit Gegenspielern in sehr hitzigen Spielen und er hat noch nie diese Rassismuskarte von einem Gegenspieler genutzt. Also das hat er noch nie gemacht. Das ist zum ersten Mal. Wir vertrauen Vini da zu 100%. Álvaro Arbeloa hat noch einmal klar gemacht, die UEFA hat hier eine historische Chance zu beweisen, dass keine Chance gegen Rassismus nicht nur ein Banner ist, nicht nur ein nettes Foto, sondern dass die UEFA hier auch mal wirklich ein Exempel statuieren kann. Thibaut Courtois hat auch gesagt, er ist ein bisschen enttäuscht von José Mourinho, von seinen Aussagen nach dem Spiel. Arbeloa hat gesagt, ich mische mich da nicht ein. Jeder Trainer versucht, seine Spieler zu schützen, das ist normal. Im Endeffekt wurde aber wenig über Fußball geredet und das ist das, was mir am meisten Angst macht. Denn ob heute Abend Cristiano spielt oder nicht, er wird es nicht tun. Er war trotzdem gestern im Santiago Bernabéu. Ich zeige euch die Bilder, wie er da mittrainiert hat. Das ist für mich schon eine Provokation, aber naja, Benfica muss auch ihre Interessen verteidigen. Sollte aus irgendeinem Grund die Berufung eingenommen werden, wie gesagt, zeittechnisch ist das schon fast gar nicht möglich, muss der Spieler natürlich im Rhythmus bleiben. Ja, wie dem auch sei, das war gestern das ganze Thema und ich bleibe dabei, Real Madrid muss sich heute auf den Fußball konzentrieren. Das ist heute das wichtigste Spiel der Saison. Heute ist einer dieser Tage, wo du keinen Sprint verweigern darfst. Wo es am Ende nicht heißen darf, ja, wir haben die erste halbe Stunde verschlafen, wir hatten nicht genügend Intensität, immer diesen gleichen Quatsch. Heute kommt es drauf an. Real Madrid in der Champions League, ja, Gänsehaut, ich freue mich ganz ehrlich drauf. Aber ein Teil von mir, ganz ehrlich, hat auch Angst. Ja, nach der Leistung in Osasuna braucht man sich nicht wundern. Real Madrid ist so unkonstant in dieser Saison. Man weiß nie, welches Gesicht man sieht. Sollte man das schlechte Gesicht sehen, kann ich mir auch vorstellen, dass wir heute rausfliegen. Ich hoffe nicht. Wie gesagt, in guten und in schlechten Zeiten hoffe ich, dass ihr mich begleitet beim Live-Watch-Along, dass ich da nicht so alleine von den Hatern umgeben bin, sollte das der Fall sein. Naja, wie dem auch sei, gestern gab es allerdings dann eine Bombe, die geplatzt ist. Und zwar Kylian Mbappé, der Franzose, der seit Wochen ein Schatten seiner selber ist, hat gestern eine Untersuchung an seinem verletzten Knie unternommen und die Ergebnisse waren überhaupt nicht gut. Er fällt auf unbestimmte Zeit aus. Man geht von mindestens 3 Spielen aus, aber es könnten auch deutlich mehr werden. Der Franzose hat auch Angst um seine WM-Teilnahme. Er möchte die auf keinen Fall riskieren und soll anscheinend ab jetzt wesentlich mehr auf seine Gesundheit, auf sein Knie achten. Ja, die Information hören wir uns einfach zusammen einmal an. Aber auch Kylian Mbappé wird nicht dabei sein. Die Kollegen von L'Équipe berichteten heute Nachmittag darüber und kündigten das morgige Fehlen des Franzosen an. Und zu dieser Stunde bestätigen wir hier zum Auftakt von El Larguero, dass dies der Fall ist. Trotz der Zweifel im Umfeld des Spielers und obwohl Arbeloa heute Morgen auf der Pressekonferenz andeutete, dass er nicht ganz fit ist, man ihn aber braucht. Nun, zu dieser Stunde, ich wiederhole, in dieser nächtlichen Ausgabe von Dienstag auf Mittwoch kann ich bestätigen, dass Mbappé morgen nicht spielen wird. Die Verletzung betrifft das linke Knie und er hat sie sich am 7. Dezember zugezogen. Seitdem schleppt sich Kylian Mbappé so durch und es ist klar, dass er nicht bei 100% ist. Aber was genau ist los? Anton Merner, hallo. Hallo Carreño, wie geht's? Einen schönen guten Abend aus Frankreich. Absolut verlässliche Quellen erklären gegenüber Cadena Ser, dass der Spieler eine kleine Verletzung am Außenband jenes Knies hat, das ihm, wie du sagst, seit Dezember Probleme bereitet. Probleme, die ihn heute daran gehindert haben, normal zu trainieren. Man sagt uns sogar, dass er schon vor Trainingsbeginn wusste, dass er morgen nicht spielen würde oder zumindest sehr fraglich sei. Er hat es versucht, den Test aber nicht bestanden und aus seinem Umfeld heißt es, er habe das Training vorzeitig abgebrochen. Er wird also morgen nicht spielen und wir werden sehen, ob er am Montag im Ligaspiel gegen Getafe dabei sein kann, denn er will nichts erzwingen. Bei der Untersuchung des Knies wurde, wie gesagt, diese kleine Verletzung am Außenband festgestellt und jetzt heißt es abwarten. Mbappé weiß, dass das Saisonfinale ansteht, um seinen ersten Titel mit Real Madrid zu gewinnen und danach die Weltmeisterschaft mit Frankreich, wo er der unangefochtene Anführer ist. Deshalb will er absolut kein Risiko eingehen und hat sich, wie du schon sagtest, dazu entschieden, morgen in der Champions League nicht zu spielen. Ja, ihr habt es selber gehört. Seit Wochen, ehrlich gesagt ist das schon seit dem
ich glaube, 7. Dezember, wir reden also seit Monaten, hat Kylian Mbappé Probleme am Knie. Er möchte der Mannschaft immer helfen, spielt mit Schmerzen. Er selber hat auch das Gefühl, er hatte im Laufe seiner Karriere noch nie solche Schmerzen. Und er quält sich durch, um Real Madrid zu helfen. Und ihr kennt meine Meinung. Wo soll das denn bitte eine Hilfe sein? Und Kylian Mbappé liegt da bei weitem nicht alleine in der Verantwortung. Wenn ich Trainer wäre und ein Spieler sagt zu mir, ich hatte noch nie solche Schmerzen, ich spiele quasi auf einem Bein, aber ich riskiere meine Gesundheit für die Mannschaft, würde ich als Trainer sagen, nein. Erstens ist das keine Hilfe für die Mannschaft, weil ein Gonzalo mit 100% besser ist als du mit 70% oder 60 oder 50, 40, was auch immer. Und auf der anderen Seite riskiere ich doch nicht deine Gesundheit. Du hast hier einen Vertrag über 5 oder 6 Jahre. Wir brauchen dich noch die nächsten Saisons. Was bringt es uns denn, wenn hier irgendwann dein Kreuzband reißt und du nie wieder der Alte wirst? Oder wenn wir dich jetzt 3, 4 Wochen auskurieren lassen, kannst du uns am Ende der Saison vielleicht noch helfen? Also es macht einfach keinen Sinn, dass ein Arbeloa ihn 90 Minuten gegen Benfica gespielt lassen hat, 90 Minuten gegen Osasuna. Wir haben beide Spiele mit 10 Mann gemacht. Und die Schuld trägt meiner Meinung nach Álvaro Arbeloa. Du musst doch deinen Spieler schützen und gleichzeitig auch die Interessen von Real Madrid. Was ist das denn für ein Signal an die Mannschaft, dass ein Mbappé, der zu 40% fit ist, besser ist als jeder andere, der auf der Bank sitzt? Was denkt sich denn dann ein Gonzalo, ein Brahim, ein Mastantone oder wer auch immer? Ja, für mich, wie gesagt, absolute Horrornachrichten. Denn Kylian Mbappé, wenn er topfit ist, haben wir am Anfang der Saison gesehen, ist er wahrscheinlich der beste Fußballer der Welt. Und wir inzwischen, oder viele Madridistas hegen inzwischen schon einen Hass gegen Mbappé, weil wir den seit Wochen nur noch auf 40% sehen. Ich bin der Meinung, wenn der wieder topfit ist, bringt der Real Madrid auf ein anderes Level. Ja, dann ist gestern noch eine andere Information vom Ast gekommen, und zwar die Aufstellung von Álvaro Arbeloa stehe schon fest. Und zwar ist das die hier, wen überrascht es? Die gleiche Aufstellung wie in den letzten Wochen. Was AS noch nicht wissen konnte, Kylian Mbappé hatte wie gesagt die Verletzung. Inzwischen geht jeder davon aus, dass es die Aufstellung ist, vorne mit einem Gonzalo anstelle eines Kylian Mbappés. Und ich bin ganz ehrlich, ich brauche heute auch wieder nicht die Aufstellungen zu machen, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Denn das ist die Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid bin. Das ist die Mannschaft, die am besten funktioniert hat. Ein Trent Alexander-Arnold muss von der rechten Seite Real Madrid beim Spielaufbau helfen. Wir brauchen die Dichte im Mittelfeld mit einem Tchouaméni, Valverde und Camavinga. Wir brauchen einen Arda auf der 10. Der soll vorne einen Vini und einen Gonzalo finden. Und ich bin der festen Überzeugung, heute werden wir einen Prime Vini sehen. Ja, und wie gesagt, wie oft ist es schon vorgekommen, dass jemand ausgerechnet an seinem Geburtstag ein Tor macht und ein Assist oder was auch immer und man sich danach anhört, er beschenkt sich selber. Also, ich drücke natürlich ganz Real Madrid heute die Daumen, aber ein kleiner spezieller Wunsch geht an Arda Güler. Ich würde es ihm an seinem 21. Geburtstag sehr gönnen. Ja, das war's für das heutige Video. Ich bin gespannt, was ihr zu den Themen zu sagen habt. Was sagt ihr zu Kylian Mbappé und seiner Verletzung? Was sagt ihr zu Real Madrid? Sollen die Beschwerde einlegen, um sich die Tabellenspitze zurückzuholen? Ich bin gespannt. Lasst eure Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, seid so lieb, liked dieses Video, teilt dieses Video, hypen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wenn du noch kein Follow dagelassen hast, mach das, dann schaffst du es noch unter die ersten 25.000 und tust mir einen riesigen Gefallen. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns heute Abend wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin. A la Madrid!